Morgen. Guten Morgen. Wir sind gestern aus Ostana losgefahren. Sind ungefähr 80 Kilometer gefahren, ist jetzt 5:30 Uhr morgens und wir wurden gerade von einem fetten Gewitter mit Regenschauer geweckt. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser. Wir packen jetzt hier unsere Sachen. Sieht da hinten auch wieder grau aus. Mal gucken. Ja, wir sollten jetzt zusehen, dass wir unsere Sachen packen und irgendwie ein bisschen weiterkommen, dass wir uns vielleicht irgendwo an einem schöneren Plätzchen noch irgendwie in der Bushalte oder so irgendwo einfach ein bisschen unterstellen können. Oder ja, ne? Jo. Gut, los geht's. Hat jetzt gerade aufgehört zu regnen. Ist ganz gut, bisschen windig noch, aber trotzdem schnell zu sehen, dass wir das Zelt abgebaut bekommen. Besser ist. Ganz gut ausgegangen die Nummer. Sind nicht nass geworden, Glück gehabt. Aber wir sind jetzt trotzdem losgefahren, ohne zu frühstücken quasi. Das ist jetzt auf jeden Fall Priorität Nummer 1. Erstmal einen Platz fürs Frühstück finden. Essen. Ja, es ist nass. Muss man die Schuhe sauber machen. Aber dafür habe ich einen perfekten Teil gefunden. Damit geht es einfach und Ja, schneidest du auch eine Scheibe ab. fährt man dann nochmal, ja. Da Bus gedreht. Wir haben die Sonne blau. La 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 la. Wir waren jetzt gerade noch in einem kleinen Dorf, haben da ein bisschen was eingekauft fürs Mittag. Und die Hauptstraße hat so einen Schlenker um das Dorf gemacht. Deswegen haben wir eigentlich quasi 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Wir konnten einkaufen und auch quasi eine kleine Abkürzung nehmen. Problem ist jetzt, hier seht ihr die Hauptstraße und diesen Zaun. Und jetzt ist hier auch gerade noch irgendwie eine große Pfütze vor uns. Die sieht auch nicht so gut aus. Warte mal, geh mal nicht direkt mit dem Fahrrad da. Ich glaube, das ist ganz schön schlammig, oder? Pass auf. Wir suchen auch jetzt schon nach der Schwachstelle. Genau. Ist trocken? Sehr gut, der Typ ist uns eben auch irgendwie schon entgegengekommen. Er hat irgendwie so komische Zeichen gemacht. Irgendwie so, oh je. Okay, da vorne ist überall Zaun. Fahren nicht 8 Kilometer zurück. Oh Mann. Okay, hier ist eine Verbindung. Hier sind quasi 2 Zäune. Hier können wir es einfach aufmachen, durchfahren und fertig. Sehr gut. Bäume gefällt. Sieht ziemlich wild aus. Aber guckt euch mal die alten Häuser an, total genial. Hammer, boah. Guten Abend, durch für heute. Wir sind 100, wie viel jetzt? 114 Kilometer gefahren.
ziemlich gut. War eigentlich nicht so anstrengend, oder? Nö, nur das Einzige, wir sind heute super früh aufgestanden. Deswegen sind wir jetzt Ah ja, auch stimmt. froh, dass wir jetzt Zelt aufbauen, was zum Essen kochen und uns hinlegen. Genau, Zelt ist noch immer nass von heute Morgen. Wir bauen es jetzt auf und hoffen, dass es einfach ein bisschen trocknet. Wir sind jetzt 30 Kilometer vor Karagandar. Das ist auch eine größere Stadt in Kasachstan. Da wollen wir morgen reinfahren und gucken uns da ein bisschen um. Vorne ist irgendwie so ein Bergwerk, irgendwie, was weiß ich, Eisenerz oder sowas. Irgendwie wird das da mit Zügen transportiert und jetzt fährt da oben auf diesem Hügel, auf diesem Wall, ein Zug entlang. Jetzt wird das Zeug da runtergekippt. Es dampft irgendwie. Also es müssen irgendwie so Reste aus irgendeinem Heizprozess oder weiß der Geier was sein. Reste, die man nicht mehr braucht. Und dadurch ist dieser Berg wahrscheinlich auch entstanden, dass die da die ganze Zeit rauffahren oder die ganze Zeit das Zeug dahin kippen. Sind in Karagandar angekommen. Jetzt suchen wir uns ein kleines Café und wollen ein bisschen arbeiten, das ist der Plan. Jetzt sind wir noch auf dem Weg zu einem Monument. In Russland, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, где? Und wenn man genervt ist, sagt man в Караганде. Und das bedeutet wo in Karagandar. Bild gemacht mit den Mitarbeitern da von dem Café oder Restaurant oder sowas war das. War ziemlich nett. Und dann durften wir noch unser Wasser abfüllen, beziehungsweise haben unser Wasser abgefüllt bekommen. Haben noch eine Flasche Wurst bekommen. Es ist so ein Mixgetränk aus Marmelade und Wasser. Schmeckt ziemlich gut. Jetzt gehen wir noch einkaufen und dann fahren wir raus aus der Stadt. Haha, das ist der Vorteil, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Man kommt fast überall durch. Hui. Aus der Stadt rausgekommen, ist jetzt auch schon 19 Uhr, glaube ich. Knapp 40 Kilometer gemacht jetzt heute. Jetzt machen wir uns auf die Suche nach einem Campingspot. So, unser Zeltplatz für heute. Tolles Wetter heute, strahlend blauer Himmel. Nicht zu warm. Richtig schön. Großteil des Tages haben wir allerdings im Café gesessen. Bisschen gearbeitet, aber auch richtig gut was geschafft. Video zusammengeschnitten, Iran-Visa beantragt, Blogartikel über die Expo geschrieben. Richtig fett. Kurzer Stopp beim Café hier. Wir sind gerade losgefahren, 7 Kilometer oder so jetzt gemacht. Und Olga füllt jetzt Wasser ab, weil jetzt liegen ungefähr so 100 Kilometer ohne irgendeine Stadt oder irgendein Dorf an. Zumindest nach der Karte, mal gucken wie es wirklich ist. Heute Abend wollen wir, glaube ich, eigentlich in dem Dorf ankommen, in 100 Kilometern. Von daher, für den Tag sollte das dann reichen. Sehr gut. Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt wird es in Kasachstan noch bergig. Oder zumindest hügelig. Doch irgendwie anders, als ich es mir vorgestellt habe. Gut, im Norden war ordentlich viel Steppe. Und im Westen ist auch sehr viel Steppe. Aber ich dachte, irgendwie ist es überall einfach Steppe.
Hier haben wir unser Mittagslager aufgeschlagen, Fahrräder zusammengestellt und die Plane rübergespannt, um ein bisschen Schatten zu haben. Das ist echt ganz schön heiß. Also lässt es sich aushalten mit dem Wind. Das ist ein Mix aus Steppe, aber halt mit doch ordentlich ein paar Bergen. Das machte das Ganze halt ein bisschen abwechslungsreicher. Ist richtig schön. Ach so, sehr schön. Ab in die Steppe. Gucken, 200 Meter oder sowas und dann schlagen wir einfach unser Zelt auf. Klein Dorf, Aksu Ayuli. Und da wollen wir jetzt unsere Wasserreserven abfüllen, weil in den nächsten 120 Kilometern ungefähr nichts kommt und jetzt super heiß ist. Ich habe sogar gestern eine Sicherheitsvorwarnung bekommen und das ist super heiß. Heute wird 36 Grad. Deswegen müssen wir alles, was wir haben, jetzt abfüllen. Wir haben das Wasser zum Laufen bekommen, aber wir kriegen es irgendwie nicht mehr aus. Das ist irgendwie so ein Mechanismus mit irgendeiner Feder. Aber es hört jetzt nicht auf. Здравствуйте. Я не знаю. Хорошо. Спасибо. Ja, so läuft es hier. Hier ist der Supermarkt. Здравствуйте. 5 луковиц, 5 морковок, 2 перца, еще 1 буханку хлеба, семечки, 2 маленькие, на дольше хватит. Есть спагетти, такие макароны длинные. 1 кабачковую икру. И кукуруза. Пряники. Пряники, хорошо. Die Einkäufe für die nächsten Tage. 3.200 habe ich ausgegeben. Nicht mal 10 Euro. 9 Euro. Krass. Wir haben uns dazu entschlossen, nicht auf der Hauptstraße zu fahren, sondern wieder kleinere Wege zu nehmen, mehr durch die Wildnis zu fahren und ja, mit weniger Verkehr zu kämpfen
Und einfach noch mehr Wildnis, noch mehr Landschaft, noch mehr Einsamkeit zu sehen. Mittagspause. Brot, Nudeln von gestern, Gurken und viel Wasser. Ich bin so voll nach dem Mittagessen, ich kann kaum Pedalen drehen. Wie geht's dir? Ja, war ganz gut. Die Wolken lösen sich so ein bisschen langsam irgendwie auf. Dann ist es in der Sonne echt schon ganz schön heiß, so wie es heute auch vorhergesagt war. Bis vorhin ging es noch einigermaßen. Aber es ist jetzt auch schon irgendwie, ich glaube gleich 16 Uhr, also kühlt dann langsam auch wieder ab. Jetzt gibt es gerade noch Seemischke, also Sonnenblumenkerne. Sehr gut. Ein guter Snack für die Pause. Man vertreibt ein bisschen Zeit und entspannt sich und hat was zum Naschen. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда путежм? Что? Откуда? Из Германии. Из Германии. Guten Tag. Акадия и потом в Алмату. Ну, из Германии на велосипед. Сколько дней на пути? 1 год. 1 год. 18 тысяч километров. Неше теңгеге? Қымыз ішкізіп елтіріп жіберейін ба мыналарды? Эй, стойте! Эй, стойте! Күнгере қымыз бар ма? Әтне, қымыздың аты ғой. Из Германии. Германия? Где этот? Сфоткаемся с вами. Здравствуйте. Германия, вы куда сейчас? Да. В Алмату. Алмату? А что так едете в Алмату? Так Алмату надо было прямо ехать? надо Через было. Шицк надо было ехать? Нет, это маленький Какого дорога. города? Германия. Что? Германия Какой город? Что? С какого города? Какой город? Берлин. Гамбург. Гамбург. Да. Гамбург? Через Шицк. Давайте фото.
Прямо оттуда с велосипедом? Да. Да. Слушай, еще хватало. Вы в Алмату как поедете? Wie heißt das jetzt? Agadir? Agadir? Agadir. Потом Мюнти. Мойнты, а через Мойнты Сашиган, Мойнты, да? А, гридер через... Грейдер там, асфальт нету, грейдер. Да, нет асфальт. Ага. Вот. Это окей? Или... Или нет? Нормально. Нормально? Нормально. Хорошо. Давайте счастливо. В трассе машин много же, Ага. а там меньше. Никого нет, да. Хорошо. А вы Давайте на улице счастливо. ночуете, да? Да. На палатке, да. Давайте, счастливо вам. Спасибо. Спасибо, До свидания. Таня. Зачем вы в Алмату едете? А потом мы едем в Бишкек. Мы вокруг света путешествуем. Давай. Unser Campingspot für heute. Geschafft. 98 Kilometer gefahren. Irgendwie fast wie gestern. Wieder ein schöner Campingspot mit einem krassen Sonnenuntergang. Gerade wieder gegessen. Jetzt bauen wir wieder das Zelt auf. Einziger Unterschied heute vielleicht, dass es einfach eine noch viel geilere Straße war. Es sind echt nur ein paar Autos die ganze Zeit lang gefahren. Und jeder Zweite hat bei uns angehalten und Selfie gemacht. Oder uns angesprochen. Stimmt. Agadir. Füllen wir uns wieder Wasser ab. Jetzt liegt wahrscheinlich eine etwas längere Etappe ohne Wasser an. Vielleicht 150 Kilometer, zumindest ja, was auf der Karte ist. Wahrscheinlich werden zwischendurch auch wieder kleine Häuser und so weiter kommen, wo man auch Wasser holen könnte. Aber sicher ist sicher. Sicher ist sicher, deswegen füllen wir uns jetzt gut ein bisschen Wasser ab. 30 Liter. Funktioniert nicht. Müssen wir weiter gucken. Можно чуть-чуть поближе сюда, что машина вместе. Машина? Откуда? Из Германии. О, ёкина. Че, вода есть там? Вода есть? Нет, На другой улице там, на другой улице. Спасибо, до свидания. Вы аж с Германии, оттуда, с Германии, да? Да. А куда? Алмату, потом Киргизстан, Tadschikistan. Ah ja. Sehr gut. Ладно, счастливо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. Счастливой дороги. Vorne noch irgendwie Bilder mit der Polizei gemacht. Richtig gut. Ein paar nette Leute hier unterwegs in dem Dorf. Die haben uns auch gesagt, dass irgendwie so alle 20, 30 Kilometer oder so jetzt irgendwie ein kleines Dorf bzw. so ein Bahnhof irgendwie kommt. Also wir fahren jetzt entlang von so Bahngleisen. Da wird immer mal irgendwie ein Bahnhof kommen und da wird es Wasser geben. Deswegen, wir haben jetzt, ich glaube, irgendwie 23 Liter oder sowas abgefüllt.
Schon auch ganz schön viel, damit wir auf Nummer sicher gehen, aber jetzt auch nicht so viel wie gedacht. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, пути, здравствуйте. Здравствуйте! Откуда вы ехали? Из Привет! Германии? И сколько примерно проехали? 18 тысяч километров. 18 тысяч? Теперь куда? Теперь мы едем Маенты, Ага. Алматы, Ага. и потом Бишкек и на Памир. И на Памир. У вас карта есть? Да. Да. Можно с вами? Конечно. Да. Так, и где лежите? Это есть, да, палатка? Палатка есть, да? Да, палатка. Вы сами в палатке кто? Welche Nationalität bist du? Ja, из Германии. Из Германии, да? Да. И обе, да? из Германии. Я родилась в России. В России, да? А у вас продукт кончается, откуда берете потом? Мы вот были в последнем Агатыре, там купили. А потом, где есть, Мы там инты купите, да? купим, да. А вам это государство как Помогает. поощрение дает? Помогает? Ничего, да? Да. А это что у вас? Камера? Спасибо! Вам тоже счастливо. Спасибо. Спасибо! Спасибо. До свидания! Ой, ich will wissen, wie ich jetzt im Auto sein kann. Sehr, sehr geil. Vor allem kommen die Leute alle aus 2 Autos. Ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft haben. Genial, genial. Unsere Begleitung für die nächsten Tage. Diese Bahnstrecke. Da sind schon ein paar Züge unterwegs. Ist irgendwie die Hauptbahnstrecke hier von Süd nach Nord. Also quasi Richtung Astana. Von China und Kirgisistan kommend. Da ist schon ein bisschen was los. Здравствуйте! Guten Morgen. Kurz einmal den Stand der Dinge mitteilen. Und zwar ist uns gestern echt was Blödes passiert. Die Kamera ist kaputt. Die ist gestern beim letzten Foto quasi, was sie gemacht hat, runtergefallen aufs Objektiv und jetzt funktioniert das Objektiv nicht mehr. Wir gucken mal, ob wir das in Almaty repariert bekommen, beziehungsweise ob wir uns da irgendwie ein neues Objektiv kaufen. Aber wir haben dann gestern Abend beschlossen, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen Pause machen.
quasi keine Bilder mehr machen und entsprechend auch mal jetzt, weiß nicht, eine Woche oder 2 oder so halt irgendwie keine Bilder posten, bis wir in Almaty sind, bis wir das irgendwie alles geregelt haben. Und ja, vielleicht tut das auch einfach mal ganz gut. Mal ein bisschen, ja, noch mehr alles nur einfach selber wahrzunehmen, mit den eigenen Augen. Nicht immer nur Fotos zu machen. Guten Abend, wir sind in Moinchi. Olga geht jetzt einmal einkaufen. Dann füllen wir noch einmal Wasser ab. Jetzt liegt nämlich irgendwie die größte und schwierigste Etappe unserer Tour hier durch die Wildnis an. Wahrscheinlich 150 Kilometer ohne große Städte oder Dörfer oder so. Und dann wollen wir übermorgen wieder an der Hauptstraße sein quasi. Und unsere Tour hier durch die Steppen Kasachstan beenden. Schon ziemlich cool. Ich bin auch weiterhin gespannt. Das ist bis jetzt schon richtig geil, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch geiler wird. Хорошо. So, 5 Liter, hier unten 10 Liter, 5 Liter, nochmal 10 Liter und 1, 2, 3 Liter, 4 Liter. Und meine Flasche 5 Liter, sind insgesamt genau 40 Liter Wasser. So sieht es hier jetzt aus. Wir haben uns eben im Dorf noch erkundet bei 1, 2 Leuten irgendwie, oder die haben uns das auch erzählt. Also es sieht wirklich so aus, als wenn jetzt so knapp 150 Kilometer keine Stadt und nichts kommt. Ziemlich abgefahren. Wie gesagt, 40 Liter Wasser dabei, 2 Tage. Sollte passen. Heute machen wir auch noch irgendwie, ja, weiß nicht, 5 oder 10 oder so bestimmt, ne? Je nachdem, wie die Straße jetzt ist. Im Moment ist sie ganz gut. Die Straße, der Weg. Ist übrigens weder auf Google Maps noch auf Maps.me zu finden, dieser Weg. Wir haben eine Karte, also eine richtige Landkarte, quasi aus Papier. Haben wir uns am Anfang in Kasachstan gekauft von irgendeinem Tankstellen. Von irgendeiner Tankstellenfiliale. Da sind halt alle Tankstellen von dieser Filiale eingezeichnet. Aber unter anderem auch wirklich dieser Weg. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, hier lang zu fahren. Also ziemlich verrückter Zufall. Sonst wären wir halt die Hauptstraße die ganze Zeit gefahren, was mit Sicherheit nicht so schön gewesen wäre. Und auf jeden Fall hätten wir nie so nette Begegnungen gehabt. Jeder, der an uns vorbeifährt, hält an, fragt uns aus, macht ein Bild mit uns. Das ist schon sehr, sehr nett. Heute wurden wir auch zum Tee und Essen eingeladen. Und in dem Dorf, wo wir jetzt eben waren, haben sie gesagt, dass wir die ersten Touristen überhaupt in dem Dorf sind.
Mittagspause unter der Brücke hier von der Bahnstrecke. Schön im Schatten. Gucken, wie heiß es ist. In der Sonne 38,6 Grad. Kilometer gefahren. Feierabend. Hier stellen wir unser Zelt auf. Ein Stückchen weiter noch irgendwie da. Perfekt, wie dafür gemacht. Da hinten sind die Bahngleise. Und da hinten in die Richtung ungefähr 35 Kilometer oder so. Dann werden wir an der Hauptstraße sein. Und an dem Balschachsee, da werden wir dann morgen Pause machen. Und uns war's. Da vorne ist wieder eine geteerte Straße. Da ist ein Reifen im Weg. Ich hab's gesehen. Ich komme vorbei. Voll. Alles gut? Hier, ja. Vor lauter Freude. Zieht euch mal die Farbe rein, das sieht so dermaßen krass aus. Hammer. So, hier sind wir jetzt, Sarıçagan. Hier sind wir gefahren, quasi hier ist Karagandi. Hier und dann sind wir nicht die Hauptstraße gefahren über Balkaş, sondern wir sind hier abgebogen und ab hier ging dann quasi 300 Kilometer die Schotterpiste los über Moynti, immer an den Gleisen entlang. Und jetzt sind wir hier am der Balkaş-See. Also ihr seht, der ist riesig, der ist, ich glaube, 300 Kilometer lang oder so. Was ganz interessant ist, hier diese Seite ist ein Süßwassersee und diese Seite ist Salzwasser. Und das vermischt sich nicht. Ich weiß auch nicht, da müssen irgendwie unterschiedliche Flüsse irgendwie reinfließen, dass sich das Wasser irgendwie nicht vermischt. Ziemlich spannend, ziemlich interessant. Wir sind jetzt hier auf der Süßwasserseite. Und jetzt geht es hier weiter entlang am See, runter bis nach Almaty und danach nach Bischkek, nach Kirgisistan. So muss man sich hier Wasser organisieren. Gibt es kein fließend Wasser in jedem Haus. Schon was anderes. Guten Morgen. So, hier ist unser Zelt. Wie ihr seht, wir sind ins Zelt umgestiegen. Das Außenzelt quasi nicht mehr aufgebaut. Ist ein bisschen luftiger so. Es wird nachts jetzt doch schon ganz schön warm. Und so ist es ziemlich angenehm. Schön luftig, zieht schön durch. Richtig gut. Packen jetzt noch schnell den Rest unserer Sachen. Das meiste haben wir schon. Dann geht's weiter. Ah, das ist derbe eklig. Auf der Straße sind auch die ganzen kaputten. Boah. Verdammt. Heuschreckenplage. Es ist 10 Uhr morgens. Das Thermometer hat soeben die
40 Grad Marke überschritten, 40,3 Grad jetzt. Es könnte ein heißer Tag werden. Hey, Vorsicht, Gaff, Gaff. Wisch. Wisch, wisch. Ist voll beladen mit Wassermelonen. Und wir haben einfach mal rübergeschrien irgendwie, Здравствуйте, Abus. Also, hallo, irgendwie Wassermelone oder so. Und dann, yeah, haben wir eine Wassermelone geschenkt bekommen. Hammergeil. Richtig nett, richtig freundlich die Leute. Genial. Hier gucken wir jetzt mal, ob wir hier Schatten finden. Reicht das denn? Ach so, da oben so. Ah ja. Oh, das ist doch nicht schlecht. Das sieht richtig gut aus. habe ich. 45,5 Grad. Oh. Das Wasser ist bestimmt genau so warm. Vielleicht hat es schon gekocht. Sehr erfrischend. Schön erfrischend. Ausgetrocknete Salzseen. Wir sind jetzt im Dorf angekommen, wo wir hin wollten. Hier ist das Aksalü. Aksalü. So sieht das Ganze aus. Bisschen verlassen. Hoffen mal, dass es da vorne hinterm Berg nachher ein bisschen besser aussieht. Dass wir einen Laden finden, wo wir noch ein bisschen was einkaufen können. Vor allen Dingen brauchen wir auch noch eine Wasserquelle oder sowas. Einen Brunnen, wo wir ein bisschen Wasser abfüllen können. Für heute, für morgen. Hä? Ach, das ist der Laden. Ja, es ist noch einem Laden. Sehr gut. Das ist der Laden. Olga ist jetzt drinnen einkaufen. Gucken ein bisschen, dass wir wollen heute ein bisschen Brot irgendwie essen, einfach mit so ein paar Konserven oder sowas. Dass wir ja, was Kaltes essen quasi, weil das echt so dermaßen heiß ist. Dass wir nicht kochen. Dass es vollkommen normal ist, dass man in den Supermarkt geht und da irgendwie eine riesige Auswahl an Obst und Gemüse ist. Dass es immer irgendwie Fleisch und Käse und Milchprodukte, alles gibt, was man möchte. Verrückt. Und hier gehst du echt in so einen Laden und hoffst irgendwie darauf, dass die vielleicht ein paar Zwiebeln oder ein paar Karotten irgendwie gerade da haben. Und sonst irgendwie nichts Frisches. Dann das nächste. Gehen wir gleich los und holen uns noch irgendwie Wasser. Werden wir hier gucken, wo der Brunnen ist in dem Dorf in Deutschland, dass man in jedem Wasserhahn kriegst du kaltes und warmes Wasser, jederzeit, immer du möchtest. Das ist ziemlich abgefahren, also was die Leute hier für ein einfaches Leben führen. Aber sie sind trotzdem alle so sehr glücklich und fröhlich. Das ist irgendwie immer sehr schön anzusehen, dass die Leute auch mit so wenig irgendwie glücklich sein können. Das ist halt alles irgendwie noch wie vor 30, 40 Jahren oder so in Deutschland. Bringt einen schon zum Nachdenken. Schreibt eure Gedanken dazu mal in die Kommentare, was ihr dazu so denkt. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Wir realisieren einfach nicht, wie dermaßen gut es uns in Deutschland geht. Diese Reise, wie wir sie jetzt machen, lehrt uns das vielleicht, das einfach sehr, sehr doll zu schätzen wissen. Wenn wir hier zum Beispiel vorgestern oder vor 3 Tagen oder so auf einmal irgendwie 40 Liter Wasser mit uns noch zusätzlich rumschleppen müssen,
Da lernt man das dann zu schätzen, was Wasser wirklich wert ist. Здравствуйте. Воду переливай, где у тебя мешок? Что? Воду переливай. Воду. вода... Kolanka? Нету тут. Нет? Нет. Okay. У нас очень жарко, солнце. Да, очень. А вы откуда сами? Из Германии. Германия? Да. А кушаете где ням-ням, где? С собой берете? Primus. Benziner, Primus. Ich glaube, er will uns Wasser geben, oder es gibt hier keinen. Wasser haben wir jetzt gerade von Juri geschenkt bekommen. Der hat das für uns im Laden gekauft, 20 Liter Wasser. Und ja, hat es uns geschenkt. Haben wir in unsere Säcke abgefüllt. Hier hinten, ich bin wieder voll beladen. 20 Liter dabei. Привет. Нет, вон там две магазины. Мы увидим это, да? Хорошо. Спасибо. Пока. Ein Brot, Haferflocken. Wie heißen die noch? Nee. Pränike. Sind so Kekse. Vegan natürlich. Ziemlich cool. Was gibt's hier noch? Nudeln. Uiuiui, diverse Konserven. Es wurde gesagt, nach 100 Kilometer kommt erst der nächste Start. Sehr gut. В Алмату, а Алмата в той стороне. Туда. Хорошо? А мы уже ездили с мамой в Алмату. Да. На автобус. Внимание, машина. На автобусе. И как там красиво, горы. Да. Не надо. Okay. Хотите пряник? Weiter geht's. Kleines Stückchen noch, mal gucken. Mal gucken, vielleicht fahren wir ein kleines Stückchen. Mal sehen. Na, jetzt beim Fahrt auf einmal aus dem Auto ein schon geöffnetes Bier bekommen. Was soll man da machen? Da greift man zu. Der Typ ist hier lang gefahren, hat mir ein Bier in die Hand gedrückt. Das bedeutet allerdings, dass wir bald doch Feierabend machen müssen. Don't drink and drive. Ist kalt? Ja. Fahren wir jetzt ein kleines Stückchen, dass wir ein bisschen ab von der Straße sind. Da wird das Zelt aufgebaut. Haben jetzt gerade eben 4 Stunden Mittagspause gemacht. Ist jetzt 16 Uhr. Fahren weiter, haben 40 Kilometer jetzt schon heute gemacht. Wir haben einen neuen Temperaturrekord zu vermelden. Olgas Thermometer hat eben sage und schreibe 49 Grad angezeigt. Das ist krank. Gerade eine kleine Entdeckung gemacht am Straßenrand. Da eine kleine Spinne. Oh, warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Die hat irgendwie 9 Beine. Oh nein. Nein, ich mache nur zum größten Vergleich. Knapp 90 Kilometer jetzt gefahren. Das nächste Dorf erreicht. Weiß gar nicht, wie das heißt. Ist aber nicht sehr groß, also es besteht da auf der Seite irgendwie aus 5, 6 Häusern. Und hier rechts ist ein bisschen Truckstop und sowas.
Da gucken wir jetzt, dass wir Bier, Wasser und Chips organisieren. Chips gibt's auch, sehr gut. Ja, that's the plan. Na, guck mal, der winkt uns schon zu. Wir lassen uns doch dahin. Fertig eingekauft. 20 Uhr jetzt. 10 Kilometer wollen wir noch, dann haben wir 100 Kilometer voll. Olga geht schon los. Ich verabschiede mich noch schnell von unserem Zeltnachbarn. Tschüss. Eine verlassene Bushalte gefunden. Mit ganz viel Kunst. Ein bisschen Kunst, genau, hier vorne im Schatten. Legen wir unsere Plane aus, chillen uns hier hin. Gibt's die Wassermelone? 400 Tenge gekostet. So ungefähr 1,15 Euro ist oder so. Für die ganze Melone. Ziemlich günstig. Ziemlich geil, die Saison geht jetzt gerade erst los. Mittag. Guten Appetit. Guten Abend. Große Neuigkeiten. Wir können vor uns die Berge von Kirgisistan sehen. Ich würde es euch gerne zeigen, aber mit der Kamera hier werdet ihr das nicht sehen können. Wir können es gerade selbst mit den Augen schemenhaft erkennen. Unglaublich bewegend. Hammer. Morgen. Die Sonne steht auf und wir auch, damit wir heute früh in Almaty ankommen, bevor die Hitze anfängt. Das ist der Plan. Wow. Ja, sehr gut. Und es ist 5:30. Boah. Da sieht man die Berge. Ah ja. Ja, ich glaube, jetzt müsste man sie auch auf der Kamera hier sehen. Hammer! Was für ein Ausblick! Hammer! Hallo zusammen! Wir sind gut in Almaty angekommen, haben Olgas Verwandte getroffen und ihre Mama ist da hinten auch. Und jetzt sind wir gerade mit der Seilbahn einmal in die Berge gefahren. Und da unten seht ihr Almaty, so ein ganz bisschen. Wir sind jetzt auf 2200 Metern Höhe. Hier ist ein Skigebiet eigentlich. Da oben, die Jungs sind irgendwie gut 3000 Meter hoch. Echt abgefahren. Und das Beste ist, hier auf der Höhe ist angenehme 28 Grad. Wir bleiben hier. Hallo zusammen! Hallo! Liebe Grüße aus Almaty. Wir sind hier gerade bei so einem Sony-Laden gewesen und haben unsere Kamera repariert. Das Objektiv war zum Glück irgendwie nur ein ganz bisschen verrutscht oder so. Die mussten das nur irgendwie kurz neu einstellen. Jetzt funktioniert wieder alles. Juhu! Richtig gut. Das ist Olgas Mama. Kennt ihr auch schon wahrscheinlich aus dem Portugal und aus dem Türkei-Video. Das ist unser Apartment. Guten Morgen. Waren jetzt 3 Tage hier. Hier sind unsere Räder. Hallo! Und jetzt packen wir unser Zeug auch schon wieder zusammen. Und gleich geht's weiter. Wir frühstücken jetzt noch kurz. Und
Ja, dann geht es weiter Richtung Bischkek, Kirgisistan. Kirgisistan. Zdrastje! Zdrastje! Wir haben einen Aprikosenbaum gefunden. Die sehen sehr klein aus. Die sind schon noch nicht ganz reif, aber die sind echt schon ziemlich geil. Das riecht so gut, wenn man denen vorbeifährt. Und wir dachten, müssen wir doch ausprobieren. Guten Abend! Fertig gefahren für heute, zumindest fast. Haben jetzt hier einen kleinen Abstecher gemacht auf so einen kleinen Feldweg. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Campingspot. Aber ja, es sieht sehr gut aus hier. Ja, da vorne irgendwie rechts einfach. Hier diesen kleinen Pfad rechts. Dann da rechts hoch. Ja. Ja, es ist heute jetzt schon langsam ein bisschen bergiger geworden. Ja, also was heißt bergiger? Sagen wir mal hügeliger. 1, 2 Hügel, wo wir rüber mussten. Ups. Hinten im Hintergrund sieht man es vielleicht. Da sind die Berge Kirgisistans. Ja, haben uns heute den ganzen Tag begleitet, natürlich die Berge. Immer auf der linken Hand zu sehen. Morgen noch einmal irgendwie ein gutes Stück. 80 Kilometer oder so. Dann müssen wir über 2 Berge rüber auf 1000 Meter, also auch noch relativ entspannt. Und dann noch mal 40 Kilometer oder so und dann sind wir in Kirgisistan. Dann wird es richtig schön bergig. Heute Morgen hat es schon ein bisschen angekündigt. Jetzt regnet es. Glücklicherweise hier so ein paar Wege gefunden, wo wir uns unterstellen können. Wir fahren jetzt aber vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter, dass wir einen Platz finden, wo wir uns hinsetzen können, ein bisschen Mittag machen können und den Regen abwarten. Wetter ist heute ein bisschen durchwachsen. Es regnet jetzt nochmal, es ist ordentlich stürmisch. Wir haben ja so eine alte Tankstelle gefunden. Kann man sich ganz gut hier unterlegen und das Unwetter abwarten. Regnet nur noch ein ganz bisschen, wir fahren weiter. Hallo!
Nächster Tag, letzter Tag in Kasachstan. Fahren jetzt gerade den letzten Pass hoch, ungefähr 1000 Meter. Und dann fahren wir ein Stückchen bergab, 40 Kilometer oder so. Da ist die Grenze zu Kirgisistan. Waren jetzt 29 Tage in Kasachstan. Viele freundliche Menschen kennengelernt. Total überrascht, wie vielfältig die Natur von Kasachstan ist. Hat uns sehr gut gefallen. Werden definitiv nochmal kommen. Es war wirklich für mich echt ziemlich beeindruckend, wie unterschiedlich Kasachstan aussehen kann. Ich habe im Vorhinein echt gedacht, wir fahren hier 30 Tage lang nur durch die Steppe. Aber dem war echt nicht so. Es waren ja, schon ein paar Kilometer durch die Steppe, aber wir haben auch echt viele andere Sachen gesehen. Berge und Wälder und Seen. War richtig schön, war richtig toll. Und natürlich, wie Olga auch schon gesagt hat, die Menschen waren sehr, sehr freundlich. Es war echt toll. War natürlich auch anstrengend. Es ist jetzt der 29. Tag und es waren gut ein paar Kilometer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es insgesamt waren. Aber gute 2000. Und es waren schon der ein oder andere Tag dabei, wo wir gute 100 Kilometer gemacht haben. Durchschnitt wahrscheinlich schon so 80, 90. War teilweise schon anstrengend. In Kombination mit der Hitze natürlich auch. Bis zu 49 Grad. Crazy. Aber naja, das will man erwarten, wenn man hier im Juli unterwegs ist. Hochsommer ist nun mal so. War auf jeden Fall geil. Jetzt geht's ab zur Grenze. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, schreibt eure Kommentare, eure Fragen in die Kommentare und so weiter. Teilt das Video. Wir sehen uns in Kirgisistan. Wir freuen uns! Ciao!